Sohn Pictures zeigt ihre Glitzerwelt. Diamond Painting macht ihr Leben bunt erhellt. Unboxing, Hauls und Paint with me dabei. All das findest du auf ihrem Kanal frei. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Unboxing von Picmondo. Und ja, ich habe wieder was bestellt. Das muss ich euch unbedingt zeigen. Hier seht ihr schon mal einen kleinen Einblick. Und zwar ist da auch das neue Release-Papier dabei. Wir holen erstmal alles ganz in Ruhe aus der Kiste raus und dann zeige ich euch, was genau ich da ausgesucht habe. Hier seht ihr schon mal, ich habe auf jeden Fall Tools ausgesucht. Und das nicht wenig. Ja. Und ich glaube, da fangen wir auch mit an. Hier zum Beispiel den silbernen Glitzerstift. Endlich ist er wieder verfügbar gewesen. Ich habe ja schon den in der anderen Farbe, den zeige ich euch gleich auch. Der glitzert so unfassbar schön. Richtig, richtig toll. Und den packen wir jetzt mal aus, dann zeige ich euch, was dabei ist, denn da ist auch noch ein Einzelsetzer mit bei. Und zwar der aus Edelstahl oder Metall irgendwie, ne? War das, glaube ich. Hier öffnen wir erstmal die Packung mit meinem Nahtentrenner. Damit trenne ich auch immer die Release-Folie. So, hier seht ihr den Einzelsetzer. Der ist schraubbar, also der ist nicht zum Stecken, sondern zum Schrauben. Und dieses Glitzern bei dem Stift, ne, ist unfassbar schön. Auch die Passform von dem Stift, wenn es in der Hand liegt, alles ist perfekt. Ja, ich mag solche Stifte, die nicht zu dick oder zu dünn sind. So, ihr schraubt das Ganze fest. Und dann könnt ihr das Wachs nutzen, das ich übrigens auch bestellt habe, ne? Picmondo hat rosanen Putti-Wachs und der ist super. So, wie gesagt, absolut empfehlenswert. Den Stift habe ich auch in Pink, Lila, wirkt für mich eher lila, das steht aber auf der Website Pink. Also wenn da Pink beisteht, ist die Farbe dann, die dabei rauskommt, werdet ihr sehen. Wunderschöne Stifte. Dann habe ich noch diesen Kleberoller genommen. Der war im Adventskalender auch drin und hat mir super Dienste gemacht, wenn ein Bild nicht so geklebt hat. Ja, ich habe alte Bilder hier liegen, die haben zum Teil kaum noch geklebt. Und wenn man dann mit diesem Roller drüber geht, dann klebt die Fläche wieder. Absolut toll. Ja, kostet nicht viel. Auf Picmondo findet ihr das unter Tools. Dann habe ich die Picmondo Washi Tape Variante genommen. Die hatte ich nämlich noch nicht. Und daher habe ich mir die geschnappt. Wunderschön in Picmondo Lila mit der Aufschrift. Dann habe ich noch ein Schiffchen ausgesucht. Eigentlich habe ich es in rosa haben wollen. Das war leider ausverkauft. Dann habe ich mir nochmal das Pinke geschnappt. In Magentafarben, glaube ich, ist das. Da habe ich jetzt 2 Stück von. Eins werde ich verlosen. Die Auslosung übrigens, ja, ich weiß, ihr wartet schon länger drauf. Die Auslosung wird das nächste Video sein, was jetzt auf meinem Kanal rauskommt. Und zwar in den nächsten paar Tagen, also seid gespannt. Das Schiffchen, wunderbare Qualität. Ich painte mit meinem anderen pinken Schiffchen schon die ganze Zeit. Und hier, meine Lieben, ist das Puttiwachs. Es ist nicht wie anderes Puttiwachs, es ist ein bisschen weicher. Es lässt sich viel, viel besser als normales Putti in die Stifte füllen. Wie ihr seht, ich benutze es schon. Ich habe schon eine Packung davon. Und ich musste auf jeden Fall Reserve haben. Die habe ich mir dann geholt. Und hier seht ihr das neue Silikonpapier, das Mystery Silikonpapier. Ja, damit könnt ihr eure Bilder abdecken und seht es nicht. Ihr könnt euch so Felder abteilen, könnt ihr Mystery-Bilder aus euren Bildern machen. Wunderbar, auch beschriftbar. Und ich zeige euch mal das alte Papier, das normale, wo ihr durchsehen könnt. Und das neue im Vergleich. Das ältere war ein bisschen breiter und natürlich heller, ne? Und das ist das neue. Man kann es beschreiben, man kann da seine Felderzahlen draufschreiben. Und ja, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Jetzt habe ich alle beide, ich bin froh. Ich werde das auf jeden Fall nutzen und freue mich drauf. Dann habe ich ein kleines Bildchen gewählt, und zwar die süße Miezekatze. So Mini-Bilder mag ich zwischendurch. Dachte ich mir, kralle ich mir die Katze. Die war nämlich auch eine Zeit lang nicht mehr verfügbar und jetzt ist sie wieder da. Also wenn ihr so ein kleines Bild liebt,
und die Katze schön findet, schnappt euch die jetzt. Nehmt meinen Code. Der steht in der Videobeschreibung. Und ja. Hier seht ihr alles mit eckigen Steinen. Pigmondo hat übrigens jetzt auch Bilder mit runden Steinen. Ich habe ja letztens das vorgestellt mit der Katze. Da werde ich euch auch demnächst zeigen, wie mein Fortschritt da ist, weil da habe ich nämlich auch ein bisschen weiter gepaintet. Hier seht ihr die super Qualität der eckigen Steinchen. Übrigens, die Leinwände wurden jetzt angepasst, die Raster. Das heißt, die Steinchen liegen jetzt ein bisschen enger beieinander. Das wird euch allen sehr gefallen, denke ich. Ja, schnappt einfach zu bei den neuesten Bildern, die kommen. Da sind die Raster alle angepasst. Jo, das ist mein Katzenbild. Und ich habe noch ein Bild ausgesucht. Und zwar das ist jetzt, glaube ich, auch im Moment ausverkauft. Da müsst ihr euch auf jeden Fall das Bild merken, in eure Wunschliste tun und euch erinnern lassen. Ich zeige euch das jetzt gleich. Wie gesagt, die Katze kommt super süß rüber. Kleines Bild für zwischendurch, für eure Kinder, für euch. Macht es, wie ihr möchtet. Ja, also Snackbilder sind immer super. Ich habe davon einige jetzt mittlerweile. Hier auch AB-Steinchen dabei. Sehr, sehr schön. Ja. Würde ich mal sagen, kommen wir zum größeren Bild von mir. Und zwar habe ich da etwas ausgewählt. Ja, ich zeige euch hier nochmal die Katze genauer. Nahaufnahme. Ich habe ein größeres Bild ausgewählt, was im Moment sehr im Trend war, was fast jeder sich geholt hat. Ihr könnt jetzt mal kurz in den Kommentaren raten und dann zeige ich euch das Bild, was ich ausgesucht habe. So, jetzt geht's los. Jetzt holen wir das größere Bild raus. Habe ich genug gesappelt drumherum? Trommelwirbel. Noch mehr Trommelwirbel. Und da ist es. So. Ist auch kein riesengroßes Bild. Ich glaube 45 x 30, 30 x 45, irgendwie sowas. Und hier zeige ich euch den kleinen Keksi. Die Keksfrage. Absolut tolles Bild. Ich finde den so knuffig, ne? Den musste ich haben. Und ich habe Glück gehabt, denn als ich den gekauft habe, war eine Stunde später der Kleine ausverkauft. Ja, habe ich schon mal Glück gehabt. Und ich zeige euch den jetzt. Und da ist das neue Raster. Das heißt, die Steine liegen schön beieinander. Lassen sie es super liegen. Genauso wie auch vorher eigentlich. Nur noch einen kleinen Tick enger. Ich war schon vorher zufrieden. Also ich weiß nicht, was manche haben. Aber ja, manche mögen es halt richtig, richtig eng bei den Steinchen. So, das Toolkit ist wie immer. Brauche ich euch nicht unbedingt zeigen. Ihr kennt ja die Toolkits jetzt mittlerweile von Pigmondo. Da ist die Sticker-Legende. Mit dem Sticker zum Reinkleben in eure Tagebücher. Und mit den Stickern für die Dosen. Hier haben wir AB-Steine. Wir haben Strasssteine. Und wir haben Feenstaub, soweit ich das jetzt hier sehen kann. Jo. Eine Größe von 30 x 45 cm, 50 Farben und 21.600 Steine. Das ist schon beachtlich für ein kleines Bild, ne? Ja. Und dann zeige ich euch jetzt mal die Steine. Und hier seht ihr schon die AB-Steine durchschimmern. Wahnsinnssteine. Wahnsinn. Mach mal Licht. Da seht ihr es noch besser. Dieses Blau. Oh. Da auch AB. Da haben wir Feenstaub. Und irgendwo war Strass. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo war es. Ja, da an der Seite vorne. Moment, zeige ich euch gleich. Ihr seht schöne Herbstfarben. Also ich finde, dieses Bild passt zum Herbst, ne? Halloween, so die Naschzeit. Da seht ihr die Strasssteine. Oh, die sind schön. Die werden, glaube ich, sehr gut rüberkommen in dem Bild. Also ich habe das Bild gepainted schon gesehen. Aber ich bin trotzdem gespannt, es live und in Farbe selber bei mir auf dem Tisch zu sehen, ne? Hier habt ihr nochmal das Bild ausgerollt. Werde ich mal kurz andersrum rollen, damit es passt. So. Diese Kulaugen und die Kekse, wie gut die rüberkommen. Wahnsinn. Findet ihr den nicht auch süß? Also wenn ihr den noch nicht habt und der ist verfügbar, schnappt zu, solange der Vorrat reicht, ja? Ich weiß nicht, wie oft der nachgefüllt wird oder ob der nachkommt. Ich weiß es nicht. Aber im Moment, also
jetziger Stand beim Videodreh ist er ausverkauft. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn das Video jetzt hochgeladen ist. Also, einmal die Folie lösen, damit das Bild glatt wird. Hier oben seht ihr schön bunte Farben im Fell. Wahnsinn. Die Augen, die Hörner, das Fell, die Nase. Alles kommt richtig schön rüber. Und die Leinwand lässt sich super gut auslegen. Wie ihr seht, Folie einmal anheben, runter und dann ist das Bild schon glatt. Dann könnt ihr schon loslegen. Die Leinwand ist wie immer eine Flauscheleinwand mit abgestepptem Rand. Ihr habt an den Seiten die Legenden. Ja. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Ne? Der Druck, der ist neu. Hier seht ihr schön die engmaschigen Kästchen. Und diesen klaren Druck. Diese Kulleräugchen. Wunderbar. Also ich freue mich, wie er den Keks in der Hand hält. Und nicht mehr loslässt. Die kleine Naschkatze. Ja, süß. Sehr, sehr schön. Ich freue mich, dass ich das Bild gekriegt habe. Dass ich schnell genug war, um zuzuschlagen. Wahnsinnig tolles Bild. Das wird auf jeden Fall in den nächsten Tagen bei mir einsortiert und gepainted. Seid gespannt, ich nehme euch da mit. Und das nächste Video wird die Verlosung sein. Ich wünsche euch allen viel Glück dabei.